Herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Wir reden heute über ein spannendes, gruseliges Thema. Sollte ein Christ Horrorfilme schauen? Was sagt die Bibel dazu? Bevor wir loslegen, du darfst uns gerne abonnieren, weil wir bringen ein spannendes Video zum Thema illegale Einwanderung raus. Und solltest du als Christ dafür oder dagegen sein, und wenn du die Glocke anmachst, dann wirst du benachrichtigt, wenn wir das hochladen. Okay, kommen wir zu Horrorfilmen. Filme sind, wie du weißt, ein mächtiges Medium und sie haben einen großen Einfluss auf unsere Kultur. Und die traurige Wahrheit ist, dass viele Filme heutzutage, auch außerhalb von dem gruseligen Horrorgenre, entweder völlig gegen christliche Werte verstoßen oder sogar im Widerspruch zu ihnen stehen. Wie bei den meisten Horrorfilmen liegt ihr Unterhaltungswert oft in ihrer Fähigkeit, unseren jugendlichen Wunsch, geistlos Angst zu haben, zu stillen. Das Problem ist jedoch, dass es immer mehr Zeit braucht, das verbrannte Gewissen zu schockieren. Was bedeutet, dass der Grad der Verdorbenheit ständig zunimmt. Denn vielleicht weißt du selbst, wenn du einen Horrorfilm den zum ersten Mal geschaut hast, ist für dich jetzt gar nicht mehr schlimm. Heißt, der Horrorfilm muss nur schlimmer werden, um dich jetzt wieder zu schockieren. Alles in allem würden es wahre Christen wahrscheinlich schwierig finden, die Mehrheit der heutigen Horrorfilme zu genießen. Viele Horrorfilme betrachten Übernatürliches, mit einem besonderen Fokus auf dämonische Aktivitäten. Die Bibel macht deutlich, dass unser irdischer Kampf, also unser Kampf hier auf der Erde, nicht gegen Menschen, sondern gegen Mächte und Gewalten des Bösen, die über dieser gottlosen Welt herrschen und im Unsichtbaren ihr unheilvolles Wesen treiben. Epheser 6,12. Viele kennen vielleicht den Spruch, wir kämpfen nicht gegen Menschen als Christen, sondern gegen den Feind. Und das ist nicht der Mensch. Christen sind sich der bösen Realität der Dämonen sehr bewusst und wissen, wie jeder Moment ihrer sehr realen Existenz damit verbracht wird, zu versuchen, zu stehlen, zu töten und zu zerstören. Johannes 10,10. Oder uns anderweitig von Jesus abzubringen. Es handelt sich also um ein Thema, das kaum auf die leichte Schulter genommen werden sollte und das auch nicht als eine Form der Unterhaltung betrachtet werden sollte. Wenn dich etwas von Jesus weiter abbringt, dann solltest du das so schnell wie es geht verbannen. Während wir in unserem geistlichen Leben reifen, sollten uns Sünde und Böses immer mehr belasten. Wir sollten Leuchttürme des Lichts in einer immer dunkler werdenden Welt sein und danach streben, ein heiliges und gottgefälliges Leben zu führen. Römer 12,1. Die Bibel sagt uns, dass wir moralisch rein sein sollen, das Böse verabscheuen und uns auf edle und reine, schöne und bewundernswerte Dinge konzentrieren sollen. Philipper 4,8. Und das, was auch immer wir tun, alles zur Ehre Gottes tun. 1. Korinther 10,31. Diese Verse sollen uns täglich bei allem, was wir tun, leiten, einschließlich der Filme, die wir schauen. Wie kann es möglich sein, 2. Korinther 10,5, alles menschliche Denken nehmen wir gefangen und stellen es Christus, dem es gehorchen muss? Wenn wir in einem Horrorfilm voller Mord und Chaos sind und im Wesentlichen von der Sünde unterhalten werden, die für Jesus Christus gestorben ist. Aber neben dem Ganzen sollten wir auch beachten, dass es christliche Horrorfilmemacher gibt. Da sie erkennen, dass das Böse ein sehr realer Teil unserer Existenz auf dieser Erde ist, fühlen sie sich nicht nur möglich, sondern auch verantwortlich, einen Horrorfilm zu machen, der die Realität der dunklen Kräfte des Bösen, mit dem Christen ständig kämpfen, genau darstellt. Sicherlich, wenn ein solcher Film dem Publikum helfen könnte, die Tiefe des geistlichen Kampfs von Gut und Böse, also den Dämonen, zu verstehen, dann ist das super. Noch besser, wie fabelhaft wäre es, wenn ein solcher Film überhaupt auf unser Bedürfnis nach einem Retter hinweisen könnte. Das heißt, ein christlicher Horrorfilm, der genau diese biblischen Prinzipien beachtet, ist alles andere als Sünde. Also keine Sünde. Bei der Entscheidung, welchen Film du sehen sollst, wäre es vielleicht ratsam, die Worte von Paulus in seinem Brief an die Korinther zu beachten. Denn da steht, ist es dir nicht klar, dass Christus Jesus in dir ist. 2. Korinther 13,5. Als Christen wissen wir natürlich, dass der Geist Gottes in unserem Herzen wohnt. Römer 8,5. Er ist bei uns, wo immer wir hingehen. Wie wäre es jedoch, wenn Jesus Christus, anstatt einen Platz in deinem Herzen einzunehmen, regelmäßig, buchstäblich neben dir auf der Couch sitzen würde, während du einen Film schaust? Oder generell mit dir durch deinen Alltag geht? Welche Auswirkungen hätte das auf dein Verhalten?
Was wäre, wenn wir ins Kino gehen und Jesus sitzt neben uns? Was würde er zu dem Film sagen, den wir da gerade schauen? Und genau an das solltest du immer denken, wenn du einen Film schaust, wenn du im Internet surfst, wenn du auf Social Media unterwegs bist. Was würde Jesus tun? Du kennst vielleicht dieses Band WWJD, was würde Jesus tun? Und genau daran solltest du denken, wenn du Filme schaust und auch wenn du Horrorfilme schaust, würde Jesus sagen, dieser Film ist gut? Wenn du schon mal einen christlichen Horrorfilm geschaut hast, würde mich brennend interessieren, dann kommentier doch mal gerne da unten und sag, wie er heißt, denn ich kenne nicht viele christliche Horrorfilme, aber vielleicht kennst du einen, wäre super cool. Du kannst uns da drüben gerne abonnieren, dann siehst du ein nächstes cooles Video bald von uns und da unten darfst du weiter schauen, das würde uns voll freuen. Und wenn du willst, darfst du uns noch ein Like geben.